Es geht an die Costa Blanca und zwar nach Benidorm und dort auf einen relativ neuen Campingplatz. Den möchte ich in diesem Video zeigen, die Umgebung, und dann gibt es auch wieder den ein oder anderen Tipp oder Information. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben Montag, den 3. November. Wir sind jetzt circa 4 Wochen auf Reisen, haben mehr als 10 Camping- und Stellplätze inzwischen angefahren. Wir fahren hier in Spanien auf der mautfreien Autobahn. Höchstgeschwindigkeit ist hier für uns über 3,5 Tonnen, 90 km/h. Einige sind etwas schneller unterwegs, gut, muss jeder für sich entscheiden. Man darf hier mit kleineren Wohnmobilen, also bis 3,5 Tonnen, 120 km/h auf der Autobahn schnell fahren. Jetzt noch ein paar Worte zum Wetter. Wir haben Anfang November und dafür haben wir noch sehr schönes Wetter. Temperaturen über 20 Grad bis zu 24 Grad. Und da sind natürlich T-Shirt und kurze Hose angesagt. Wir nutzen die AP7, sie ist mautfrei, umfahren Valencia. Dann geht es weiter in Richtung Gandia und dann eben die Abfahrt Benidorm nehmen wir, um zum Campingplatz zu kommen. Der Campingplatz liegt zwischen Altea und Benidorm und hat den Namen La Media Legua. Wir sehen die Skyline von Benidorm. Wir waren jetzt lange nicht mehr in dieser Region, mehr als 10 Jahre nicht. In den ersten Jahren mit unserem Reisemobil waren wir hier häufiger, besonders in der Nähe von Altea. Wir waren vor mehr als 30 Jahren das erste Mal hier in dieser Region bzw. auf einem Campingplatz. Den haben wir noch mit dem Fahrrad besucht und haben dort noch ein paar Aufnahmen gemacht. Das werde ich in diesem Video auch zeigen. Wir haben so einen kleinen Umweg gemacht, um zum Campingplatz zu kommen. Das haben wir bewusst gemacht, da die Verkehrsdichte in der Nähe von Benidorm sehr groß ist. Haben wir lieber so eine 4-spurige Straße zur Anfahrt genutzt, als diese kleinen Nebenstraßen mit vielen Ampeln und einem starken Verkehr. Wir sind jetzt auf der direkten Anfahrt zum Campingplatz. Wir haben dort nicht reserviert, hoffen eben, dass wir einen Platz ohne Reservierung dort bekommen. Es gibt ja hier in der Region einige Campingplätze und auch Stellplätze. Wir kennen die meisten nicht. Über diesen Platz haben wir uns ein bisschen informiert und deshalb wissen wir so in etwa, was hier auf uns zukommt. Hier gleich auf der rechten Seite kommt die Einfahrt, muss man ein bisschen aufpassen, damit man nicht vorbeifährt. Es ist jetzt circa 14 Uhr, wo wir hier ankommen. Es handelt sich um einen relativ neuen Campingplatz. Ich habe gelesen, er soll 2023 eröffnet haben und er soll auch große Plätze haben. Jetzt kommt ein junger Mann aus dem Gebäude hier und weist uns ein bzw. zeigt, dass wir weiter vorfahren sollen. Und jetzt parken wir erstmal hier. Man braucht hier zum Einchecken seinen Personalausweis oder Pass. Wir haben uns entschlossen, 3 Nächte hier zu bleiben. Man zahlt jetzt gleich beim Einchecken. Wir zahlen hier 39 € circa pro Übernachtung. Insgesamt haben wir 117,18 € bezahlt. Der Preis war jetzt nicht für uns überraschend. Wir hatten uns vorher informiert und wussten, was wir hier zahlen müssen. Dieser Preis ist für Einzelübernachtung. Wenn man länger bleibt, reduziert sich der Preis. Es geht dann runter bis auf 23 € pro Tag. Es gibt hier 3 Größen von Parzellen. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Größe wir bekommen haben, aber eine kleine ist es nicht, wie man gleich sehen wird. Ich habe dann später nochmal probehalber auf der Internetseite 3 Tage im Dezember versucht zu reservieren, beziehungsweise es ging mir nur um den Preis herauszufinden. Dann zahlt man pro Tag etwa 50 € für die größere Parzelle. Das ist eine Eckparzelle, finde ich immer ganz schön, kann man gut rein und rausfahren. Allerdings hier stehen wir direkt an der Zufahrt vom Campingplatz, Ein- und Ausfahrt. Das ist natürlich nicht so angenehm. Dieser Campingplatz eignet sich auch für größere Mobile. Wichtiger Punkt, Hunde sind hier erlaubt und ich meine, sie sind auch im Preis enthalten.
Am Platz gibt es einen Stromanschluss, Wasseranschluss und auch einen Abfluss für Grauwasser, eventuell auch für Fäkalien. Der Platz war während unseres Aufenthalts gut besucht, aber es gab auch noch freie Plätze. Das handelt sich ja hier um einen Campingplatz und dass hier natürlich auch Wohnwagen stehen dürfen. Wie man sieht, sind die Parzellen geschottert, dazwischen gibt es gepflasterte Wege. 2 große Sanitärgebäude gibt es auf dem Platz. Man sieht, dass es alles neu ist, modern ist und es war auch alles sauber. Ich hatte auch den Eindruck, dass die sanitären Anlagen beheizt sind. Es war morgens, wenn man hier reinkam zum Duschen, angenehm warm. Auch die Regelung der Wassertemperatur war einwandfrei, was man ja nicht immer hat. Hier war das Wasser immer in der gleichen Temperatur. Waschmaschine und Trockner, alles da. Etwa mitten auf dem Platz gibt es einen schönen großen Pool. Ich glaube, er ist nicht beheizt, aber die Wassertemperatur war Anfang November noch angenehm. Man hat hier so ein Hotel-Feeling und es waren auch einige hier noch im Wasser. Direkt hier an dem Pool gibt es ein Restaurant, Bar, ist auch schon am Nachmittag geöffnet. Wir haben das Lokal nicht besucht, deshalb kann ich nichts über die Qualität sagen. Habe nur im Außen gesehen auf einem Schild, dass es ja auch ein Tagesmenü gibt für 14,90 €, wie es so in Spanien üblich ist. Einen Indoor-Pool gibt es hier auch, also ein kleines beheiztes Schwimmbad, was man als Gast hier kostenlos nutzen kann. Einen Fitnessraum direkt neben dem kleinen Pool gibt es hier auch. Am zweiten Tag unseres Aufenthalts hier auf diesem Campingplatz ging es mit den Fahrrädern los und zwar rein nach Benidorm. Gut ausgebaute Fahrradwege führten uns Richtung Stadt. Dabei kamen wir gleich nach, ich schätze mal 1,5 Kilometer am Discounter vorbei. Wer also einkaufen möchte, hat es hierhin vom Campingplatz aus nicht weit. Kleines Stück weiter kommen mir auf der rechten Seite schon Bars und Restaurants. Man sieht es an den Fahrrädern, das sind Touristen, wahrscheinlich überwiegend Deutsche. Schnell erreichen wir die Stadt und die hohen Gebäude, Hotels, die man schon weithin sehen kann. Für uns etwas ungewöhnlich, der Fahrradweg ist hier mitten auf der Straße, also rechts und links fahren die Autos und wir fahren mit unseren Fahrrädern hier in der Mitte der Straße. Bis 1960 war Benidorm ein kleines Fischerdorf, dann hat sich das entwickelt hier mit einem Urlaubsort, einem beliebten Urlaubsort hier am Mittelmeer. Es gibt hier 2 bekannte Strände, einmal den Playa Levante und dann Playa de Poyente heißt das, glaube ich, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Hier ist natürlich richtig Trubel, Menschen, Tiere, Sensationen, würde ich mal sagen. Das Ganze muss man natürlich mögen. Unser Ding ist es nicht so, die Großstädte, aber da gewesen sein muss man immer mal wieder. Wir sind, glaube ich, das letzte Mal vor 20 Jahren hier gewesen und haben uns hier diesen Trubel angeschaut. Man hat den Eindruck, hier ist es 5 Grad wärmer als vor der Stadt. Das mag auch wohl wirklich so sein. Die Hochhäuser heizen sich auf, schützen gleichzeitig vor Wind und dann diese Bucht hier. Es war jedenfalls sehr angenehm warm hier. Es ist ein besonderes Klima hier und deshalb sind auch viele ältere Menschen hier. Ich glaube, es sind in erster Linie Engländer, die hier leben. Und ja, man sieht es auch an den Gefährten. Alles da für ältere Menschen hier. Die nutzen das gerne hier, um auf der Promenade damit zu flanieren. Wenn ich es richtig gelesen habe, dann gibt es hier etwa 350 Hochhäuser und es wird noch fleißig weitergebaut. Es sollen noch weitere 2000 Wohnungen hier entstehen. Jede Menge Bars und Restaurants hier an der Promenade, die schon am Vormittag gut besucht sind. Die Stadt hat etwa 70.000 Einwohner und 2 Millionen Touristen besuchen jedes Jahr die Stadt hier. Benidorm hat auch eine Altstadt. Wir waren dieses Mal nicht dort, wir waren aber vor Jahren schon dort. Also sollte man sich unbedingt anschauen, ist schön. Dort ist auch etwas ruhiger und nicht so viel Trubel wie hier auf den Straßen.
Jetzt geht's zurück zum Campingplatz und dann möchte ich euch erstmal wieder einen Tipp geben. Und zwar geht es um Gastanken, LPG-Gastanken hier in Spanien. Gas ist ja immer wieder ein Thema für alle, die mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen nach Spanien fahren. Ich habe es so gelöst für mich und das wird nicht jeder so machen, aber für mich ist das so die beste Lösung. Ich nutze einmal eine spanische Gasflasche. Hier habe ich in meinem Gasfach entsprechend mit einem Adapter hier angeschlossen. Und wenn diese Flasche leer ist, dann schalte ich um auf meinen Gastank. Ich habe einen Gastank, der etwa die Größe hat, sodass etwa 3 Flaschen dort als Inhalt drin sind. Das heißt 3 11 Kilo Flaschen groß ist mein Gastank. Und das heißt, wenn jetzt die Flasche leer ist, schalte ich um auf den Gastank. Und sobald ich die Möglichkeit habe, die Flasche zu tauschen, tausche ich sie. Kann ich meistens auf jedem Stell- und Campingplatz oder natürlich, wenn ich irgendwo unterwegs bin, an Tankstellen. In diesem Fall an Repsol-Tankstellen. Warum mache ich das so? Ganz einfach. Wenn ich jetzt länger stehe und mein Gastank, der ja nicht sehr groß ist, leer ist, dann müsste ich den Platz verlassen, mir erst eine LPG-Tankstelle suchen und dort LPG tanken. Hinzu kommt noch, LPG-Gas ist teurer, als wenn ich jetzt eine spanische Flasche nehme. Eine 11 Kilo Flasche im Tausch kostet 16 € hier in Spanien. Wenn ich LPG-Gas tanke, muss ich für den Liter etwa 1 € bezahlen. Also wären das 22 €. Insofern ist die Flasche im Tausch immer preiswerter als LPG zu nutzen. Aber das ist nicht der Hauptgrund bei mir. Mir ging es mehr darum, nicht den Platz zu verlassen, um jetzt extra Gas zu tanken. Wenn ich jetzt aber hier in Spanien LPG-Gas tanken möchte, dann brauche ich dazu einen Adapter. Das heißt, ich habe ja hier diesen Anschluss. Hier kann ich einen Deckel abschrauben. Dann habe ich dort drin den Anschluss für um Gas zu tanken, LPG-Gas zu tanken. Dieser Anschluss, der dort ist, den kann ich nur nutzen in Deutschland, so wie er dort ist. Dafür gibt es dann Adapter. Die sehen so aus und die kann ich in meinen Anschluss reinschrauben und dann kann ich auch in Spanien LPG-Gas tanken. Diese Adapter, ich habe hier ein ganzes Set, das nennt sich Europa-Set, glaube ich. Ich blende das mal ein, hier woher das ist. Das kann man im Internet kaufen, kostet rundweg 50 € und dann hat man die Adapter da. Sodass man also, wenn man jetzt in Frankreich tanken möchte oder in Kroatien, habe ich auch schon gemacht, braucht man immer einen entsprechenden Adapter, um dann den Anschluss zu haben. Allerdings gibt es hier in Spanien auch einige Tankstellen, die haben die Adapter vorrätig. Also da muss man nicht unbedingt selber einen mitbringen. Besser ist aber, wenn man einen dabei hat. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Solche Sets, die sehen ähnlich aus. Die gibt es auch, um Flaschen, deutsche Flaschen zu betanken. Vorsicht, ist nicht erlaubt. Auch hier in Spanien nicht. Wird gemacht, aber ist nicht erlaubt. Das heißt, dort ist ein Anschluss dran, einmal der an die Flasche passt, an die deutsche Gasflasche passt. Und auf der anderen Seite ist der Anschluss dran vom LPG. Das heißt also, da geht man mit der Flasche an die Tanksäule der LPG-Säule und kann dann dort tanken. Darf man selber auf keinen Fall machen, macht meistens Personal der Tankstelle, wenn sie es machen. Und dann muss die Flasche auch ganz leer sein. Dann weiß man ganz genau, es können maximal 22 Liter rein, besser noch weniger, 21 Liter reinfüllen, wenn man auf der sicheren Seite ist. Aber, wie ich schon sagte, ist nicht erlaubt. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, mit einer Tankflasche zu arbeiten. Und da zeigt Horst uns mal, wie man das macht, mit einem Außenanschluss. Adapter drauf, entweder deutscher, dieser, oder spanischer, dieser. Ja. Kommt den hier einfach drauf. Und dann füllst du es auf. Ja, okay, alles klar. Mehr ist das nicht. Nee, okay. Ja, das war so ein kleiner Einblick hier in die Geschichte Gastanken in Spanien. Jetzt geht es aber weiter im Video über die Umgebung hier vom Campingplatz. Was für uns ganz wichtig war, wir wollten unbedingt den Campingplatz anschauen, den wir vor mehr als 30 Jahren hier in Spanien das erste Mal besucht haben.
Wir sind jetzt nicht in Richtung Benidorm gefahren, sondern in Richtung Albier, auch nur wenige Kilometer vom Campingplatz entfernt. Zwischen Albier und Altea, das ist dann die nächste Stadt, liegt der Campingplatz. Er hat den Namen Cap Blanche und dort wollen wir jetzt hin. Auch hier gibt es wieder gut ausgebaute Fahrradwege, so ist es kein Problem, hier mit dem Fahrrad zu fahren. Natürlich haben wir hier schon, wie auch in Benidorm, einen starken Verkehr, aber das ist kein Problem. Jetzt haben wir einen Blick auf die Bucht, wo wir vor mehr als 30 Jahren, ich weiß es nicht genau, ob es 1993 oder 94 war, hier waren wir das erste Mal in Spanien und das Ende Oktober, Anfang November. Und wir hatten genauso ein schönes Wetter, wie wir jetzt hier sehen. Wir waren begeistert, allein von dem schönen Strand hier und auch dem warmen Wasser. Wir sind dann noch immer ins Meer zum Schwimmen gegangen. Genau hier gegenüber, hier auf der linken Seite, ist der Campingplatz Cap Blanche. Und jetzt kommen ein paar Bilder aus den alten Zeiten. Wir hatten damals einen Hymer, ich glaube das Modell 544. Damit sind wir dann hier runtergerauscht. 14 Tage haben wir hier Zeit gehabt, Urlaub gemacht. Und dann ging es wieder zurück in die Heimat. Haben einiges uns hier in der Umgebung angeschaut damals. Mit dem kleinen Hymer ging das alles. Wir haben diesen Campingplatz dann immer mal wieder besucht, aber zuletzt in den letzten Jahren war es einfach zu voll, haben einfach keinen Platz ohne Reservierung bekommen. Jetzt fahren wir mal rauf mit dem Fahrrad. Das darf ich vielleicht sagen, wir haben nie über diesen Platz in einem Video berichtet, weil das alles vor unserer Zeit bei YouTube war und trotzdem ist dieser Platz voll belegt. Man hat also kaum hier eine Chance, einen freien Platz zu bekommen. Noch alles genauso wie damals. Der Platz ist vor einigen Jahren vergrößert worden. Es gibt jetzt einige Plätze mehr. Aber im Prinzip hat sich nicht hier viel verändert. Als wir vor mehr als 30 Jahren hier waren, auch im November, sprachen andere Camper davon, dass sie hier den ganzen Winter bleiben. Also überwintern gab es damals auch schon. Aber damals war der Platz vielleicht maximal 30% belegt. Und aufgrund dessen, dass die Leute uns hier erzählt hatten, dass sie hier den ganzen Winter bleiben, haben Rita und ich auch beschlossen, das wollen wir irgendwann auch. Und das haben wir dann letztendlich ja auch umgesetzt. Man sieht, hier gibt es viele Bäume, optisch natürlich sehr schön. Allerdings im Winter, wenn die Sonne flach steht, hat man viel Schatten. Das möchte man nicht so gerne oder wir mögen das nicht so gerne. Deshalb ist das eher dann im Winter zum Nachteil. Für große oder sehr große Wohnmobile wird es hier eher schwierig, einmal wegen der Bäume, andererseits sind die Plätze auch nicht so sehr groß, dass man hier ausreichend Platz für 11 Meter, 12 Meter Fahrzeuge hätte. Die Lage von diesem Campingplatz ist schon interessant, man ist ja mehr oder weniger direkt am Meer, geht über die Straße und hat schon das Meer. Dann ist natürlich auch die Umgebung, man ist ganz schnell in Albier, ganz schnell in Altea. Also von daher ist es eine schöne Lage hier von diesem Platz. Hier an der Zufahrt zum Campingplatz gibt es auch eine Bar, Restaurant. Das gab es schon vor mehr als 30 Jahren, sah damals etwas anders aus. Aber auch damals haben wir hier schon ein Bier getrunken. Ich meine, ich habe umgerechnet 50 Pfennige für so ein kleines Bier bezahlt. Wir sind dann noch ein Stück Richtung Altea gefahren, hier am Meer entlang, schön zu fahren. Dort gibt es dann, oder nach etwa 1-2 Kilometer, kommt dann ein Stellplatz. Den kennen wir, aber wir haben noch nie dort drauf gestanden, weil er immer auch voll belegt ist. Auch über diesen Platz haben wir nie berichtet. Hier haben wir jetzt einen Blick auf den Stellplatz. Er heißt Camperpark San Antonio. Es gibt hier 50 Plätze. Kostet etwa 20 Euro der Platz hier, hat Dusche, Toilette und Hunde sind hier auch erlaubt. Hab gerade nochmal nachgeschaut, der Platz kostet, wenn man nur kurzfristig hier stehen will, 24 Euro pro Tag. 20 Euro zahlt man dann, wenn man mehr als 90 Tage bleibt. Man sieht, der Platz ist voll belegt, wir haben Anfang November. Also wenn man hier irgendwie einen Platz haben möchte, muss man schon auf jeden Fall vorher reservieren.
Angegeben in den Apps ist auch eine Fahrzeuglänge von bis zu 12 Metern hier. Kann ich mir aber schwer vorstellen, dass das hier funktioniert. Diesen Stellplatz gab es natürlich vor 30 Jahren noch nicht, sondern der ist in den letzten Jahren, ich sage vielleicht letzten 10 Jahren, erst entstanden. Es war für uns ein schöner Ausflug mit Erinnerung an die schönen alten Zeiten. Zurück zum Campingplatz, das muss ich hier vielleicht noch zeigen. Und zwar gibt es hier eine End- und Versorgung. Ich nehme an, dass das hier richtig ist, was ich hier zeige. Dort kann man aber auch sein Mobil waschen. Man sieht hier so ein kleines Gerüst auf der rechten Seite mit einem Hochdruckreiniger. Kann man dann hier sein Fahrzeug waschen. Also ich habe keine Beschilderung hier gesehen oder einen Hinweis darauf gesehen, dass man hier nur entsorgen kann oder nur waschen kann. Ich habe mir erklären lassen von anderen Campern, dass das hier eine Entsorgung ist und auch eine Waschanlage für Fahrzeuge. Nach 3 Tagen, es ist der 6. November, ein Donnerstag, geht unsere Reise weiter. Unser nächstes Ziel ist El Campello. Dort gibt es einen neuen Stellplatz oder sogar 2. Über einen möchte ich dann ausführlich berichten. Dazu aber dann mehr im nächsten Video. Das soll es mal wieder gewesen sein. Wie immer bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Freuen würde ich mich über einen Daumen nach oben und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ansonsten sage ich wieder Bye bye, bis zum nächsten Mal.